Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Oktoberrundgang steht heute an. Wir wollen zusammen ein paar Pflanzen sammeln. Tatsächlich gibt es im Oktober einiges zu ernten. Außerdem in dem nächsten Video möchte ich eine Challenge starten. Ich ernähre mich 30 Tage lang, also Oktober und Anfang November, aus dem Garten mit mehreren interessanten Mahlzeiten. Los geht's! Für gewöhnlich wird im Oktober nochmal ordentlich beerntet und dann kann man im November sich zurücklehnen, die Vorräte sich anschauen und sich danach erfreuen, dass der Gartenjahr vorbei ist und für das nächste Jahr planen und sich schon mal drauf freuen. In diesem Jahr habe ich besonders viele Kräuter gesammelt, die getrocknet für Teemischungen oder Kräutersalz hergestellt. Und auch die Vogelmiere, die kann man auch trocknen. Da haben wir eine ganze Menge davon. Die Kräuter wie Brennnessel, Vogelmiere, Giersch, Melde, die dürfen sich bei uns ungehemmt aussamen. Der alte Lorbeerstrauch wurde auch ordentlich beerntet. Und schaut mal, da sind immer noch viele grüne Blätter. Die kann man im Winter auch frisch nehmen. Ein Tee aus Lorbeerblätter hilft bei Nierenbeschwerden oder Blasenentzündungen. Eine besondere Pflanze war vor 10 Jahren unsere Entdeckung. Das ist der Amaranth. Der Amaranth darf sich auch bei uns im Garten wohlfühlen und ausbreiten. Ob Getreide, Blätter, da verwenden wir alles. Die rote Beete, die beernten wir eigentlich den ganzen Sommer. Erstmal die frischen Blätter und dann die Knollen. Mein Lieblingsgemüse ist nach wie vor die Kartoffel. Davon kann ich wirklich nicht genug haben. Da, wo die Kartoffeln schon abgeerntet sind, breitet sich das Weizengras aus. Den haben wir dieses Jahr wirklich auch ganz viel getrocknet. Das Weizengras kommt in die Teemischungen rein, aber auch als Suppengrün eignet sich das Weizengras hervorragend. Jetzt sind die Triebe natürlich ziemlich alt und sammeln sich aus. Die sind hart und nicht besonders genießbar. Aber wir können ja auf die getrocknete Vorräte zurückgreifen. Und das ist toll. Viel Melde im Garten bedeutet auch viel Blattgrün für die Gemüsepfanne. Die haben wir wirklich überall, die Melde. Diese Pflanze ist mit Quinoa verwandt und ihre Samen haben auch ganz leckeren, nussigen Geschmack.
Die Schnecken haben dieses Jahr alle Gurken in der Gurkenkiste vernichtet. Also hatten wir keine. Dafür sind einige Kräuter in der Gurkenkiste gewachsen, als die dann brach lag. Außer Amaranth, Melde, Vogelmiere ist noch ganze Menge von Dill gewachsen und somit hatten wir ein bisschen Ernte trotzdem. Nächstes Jahr kommen die Gurken trotzdem in die Gurkenkiste und wir versuchen das weiter. Mein Lieblingsgericht aus Amaranthblätter ist ein Gemüsestrudel mit ganz viel Grün und Feta-Käse. Auch leckere Gemüsepfannen gelingen mit Amaranthgrün besonders. Unser Garten ist ein Naturgarten. Da dürfen die Wildkräuter ungehemmt aussamen, aber die Nutzpflanzen, die wir brauchen, setzen wir dazwischen und somit haben wir eine Ernte von Wildkräutern und natürlich verschiedene Gemüsearten. Eine besondere Pflanze ist für mich der Borretsch. Der Borretsch wächst mehrmals im Jahr, einmal im Frühjahr und im Sommer sammelt er sich aus. Auch jetzt im Oktober kommen die neuen Triebe und die kann man beernten für die Gemüsepfanne, auch für den Gemüsestrudel. Den ganzen Sommer über ist der Borretsch ein Bienenmagnet. Hier haben wir mehrere Rettichreihen und da benutzen wir tatsächlich die ganze Pflanze. Das Grüne von dem Rettich für die Gemüsepfanne und Rettichknolle für den Salat. Super lecker und super gesund natürlich. Die 5 Pflanzen Zucchini waren dieses Jahr ein absolutes Erfolg. Ich konnte so viel Zucchini einmachen, das ist der Wahnsinn. 2 Birnenbäume sind noch nicht abgeerntet, da brauche ich ein paar Rezepte. Da weiß ich nicht so ganz recht, was ich damit anstelle. Vielleicht Birnenmus. Da brauche ich noch ein paar Rezepte für. Es war die ganze Zeit so ein tolles Wetter und Sonnenschein und auf einmal schüttelt es wie aus dem Kübel. Ich muss mich unterstellen und abwarten.
Die Topinambo ist eine ganz, ganz wichtige Pflanze in unserem Garten, unserem Naturgarten. Die bleibt auf diesem Standort schon seit mehreren Jahren und macht überhaupt keine Arbeit, außer beernten. In das Hochbeet kommen die gröberen Abfälle im Frühjahr und eine Schicht Erde obendrauf. Da fühlen sich die Kürbisse besonders wohl. Zwischen den Kürbissen haben wir ein Experiment gestartet und die Tomaten eingepflanzt. Die sind auch ganz gut gelungen und wir haben sogar eine kleine Ernte gehabt. Das sind nochmal die Amaranthpflanzen, die stehen hier für Getreideernte. Deren Getreidesamenkapseln sind sehr imposant. Im Volksmund nennt man Amaranth noch Fuchsschwanz. Ich finde auch, das sieht wie ein kleines Fuchsschwänzchen aus. Hier ist neben dem Amaranth ein experimentelles Areal von Mangold. Mangold darf sich hier selbst aussamen und die nächste Generation wächst schon heran. Das wird dann die Ernte im März, April. Dann werden die sich wieder aussamen, die Pflanzen. Die Rucola ist auch überall im Garten. Die wird auch nicht mehr extra eingepflanzt, sondern die samt sich aus und wir beernten die einfach. Es sammeln sich natürlich nicht alle Pflanzen von alleine aus. Es sind die Tomaten, die Paprikas, die wir im Winter schon vorziehen, Gurken. Übrigens, die Kürbisse, die kommen sofort ins Beet, in das Hochbeet und die sammeln sich zwar nicht von alleine aus, aber die müssen wir nicht vorziehen. Ich persönlich experimentiere sehr gerne und oft mit Wildkräutern und bringe die in den Garten. Es sind immer 1, 2 Standorte und durch Beernten versuchen wir diese Standorte dann zu begrenzen, wie bei der Schafgabe. Das ist ein kleines Stückchen im Garten, ob in den Salat oder als Kräutermischung für den Tee. Mild im Geschmack und super lecker. Dieses Jahr hatte ich eigene Samen, Spinatsamen und vor einer Woche, das wird dann für November und Dezember Spinat, wenn das Wetter mild bleibt. Und tada, die ersten kleinen Keimlinge sind schon da. Der Spinat braucht wirklich viel Wasser und viel Dünger. Ich habe jetzt meinen Wurmkompost ausgelegt überall. Dagegen ist der Topinambo sehr genügsame Pflanze. Und die Topinambo-Knollen und die Topinambo-Blüten, die beernten wir regelmäßig. Es ist der neue Winterportulak, der keimt. Und dazwischen, ich habe noch eine Tüte Anissamen gehabt und die waren schon ziemlich alt. Die habe ich auf dem Beet kompostiert und das ist der Wahnsinn. Der ganze Anis ist gekeimt. Das war gar nicht so alt, sondern ja, jetzt haben wir viele Anispflanzen. Die Rucola, die breitblättrige Rucola, hat sich auch ausgesamt und es sind jetzt die neuen Pflänzchen schon da im Oktober. Sehr warm, natürlich keimt alles und wächst alles. Zwischen dem Anis ist ganz, ganz viel Winterportulak, den kann man momentan nicht unterscheiden, wo der Winterportulak wächst, wo Anis wächst, aber doch, das kann man schon sehen.
Der Spinat wird demnächst nochmal gedüngt mit Wurmkompost und da hoffen wir mal, dass unser Experiment klappt. Eigentlich gelingt mir Spinat nicht besonders gut, aber da gebe ich nicht auf, weil wir Spinat so gerne mögen. Mein Bohnenzelt ist schon abgeerntet und demnächst kommt die Konstruktion einfach weg und das, was auf dem Boden liegt oder hängt, das wird als Mulchmaterial verwendet fürs nächste Jahr. Die Bohnenernte war eigentlich ganz gut, nur die Konstruktion, die war etwas zu hoch. Man muss dann reinklettern, auf Zehenspitzen sich stellen und ernten. Das mache ich nächstes Jahr anders. Vielleicht ein paar Stangen, die würden dann auch reichen. Ich möchte unbedingt im Frühjahr Ölkürbis einpflanzen und dann wirklich sehr, sehr viel und Kürbissamen dann aus dem Ölkürbis haben. Das wird im Frühjahr ein neues Experiment. Der Keller ist voller Einmachgläser. Dieses Jahr war ich besonders fleißig und habe ganz, ganz viel eingekocht, ob Apfelmus oder mein Gemüseragout. Alles, was wir mögen, haben wir jetzt in großen Mengen im Keller. Möchtest du meine Experimente weiterverfolgen? Abonniere gerne den Kanal. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Für heute verabschiede ich mich mit schönen Bildern, Herbstbildern aus dem Garten und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.